Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für ein Cost of Living Video. In diesem Video erfahrt ihr, was wir in 4 Wochen in Da Nang ausgegeben haben und mit welchen Kosten ihr rechnen müsst. Wir haben mal wieder ganz fleißig alle Ausgaben in unserer App eingetragen, das exportiert, ausgewertet und in Kategorien unterteilt. Kommen wir direkt zur ersten Kategorie, Internet. Der Einfachheit halber haben wir uns für Vietnam 2 eSIM-Karten geholt mit jeweils 10 GB und gesamt haben wir bezahlt 18,79 € für 4 Wochen. Jetzt geht es auch schon weiter mit dem Transport. Also wir hatten Glück, dass wir in Da Nang so eine gute Lage hatten mit unserem Hotel und konnten da ganz gechillt zum Strand gehen und an der Beachpromenade entlang schlendern oder die Viertel erkunden. Ja, und ansonsten haben wir uns ab und an mal ein Taxi geholt, zum Beispiel zur Drachenbrücke oder einen Transfer nach Hoi An und ansonsten auch gerne mal einen Crab, wenn wir irgendwo hin wollten. Und als wir zu den Marmorbergen gefahren sind, da haben wir uns auch einen Crab geholt. Und als es dann nach Son Tra ging, dann haben wir uns einen Roller ausgeliehen. Da hatten wir ja einen Automatikroller und haben dann aber festgestellt, dass wir nur mit dem Halbautomatikroller den Monkey Pass fahren dürfen und mussten uns dann nochmal einen ausleihen. Ein anderes Mal hatten wir einen Roller, als wir in Hoi An waren, haben wir die Beaches entdeckt und die Umgebung. Und mussten natürlich dann auch mal tanken und haben auch hin und wieder mal Parkkosten bezahlt. Und alles in allem haben wir ausgegeben 50,46 €. Der nächste Posten ist die Wäsche. Neben unserem Hotel gab es ein anderes Hotel, das einen Wäscheservice angeboten hat. Die Besonderheit dabei, man konnte tatsächlich auswählen, dass die dunkle und die weiße Wäsche separat gewaschen wird. Was echt eine gute Sache ist, weil sonst ja irgendwann die weißen T-Shirts komplett grau sind. Und haben wir gesagt, okay, machen wir. Haben dann in 4 Wochen 3-mal die Wäsche abgegeben und haben tatsächlich nur bezahlt 6,14 €. Jetzt kommen wir zu dem Posten Körperpflege. Als wir in Hoi An waren, habe ich mir mal einen Friseurbesuch gegönnt. Den Friseur hatte ich mir vorher bei Google Maps rausgesucht. Der hatte richtig gute Bewertungen. Und ich war sehr zufrieden mit der Behandlung und gezahlt habe ich 40,95 €. Weiter geht es mit den Aktivitäten. Wir haben rund um Da Nang alle Highlights abgegrast und hatten eine super Zeit. Wir haben zum Beispiel in Hoi An die besten Sehenswürdigkeiten in der Altstadt haben wir uns angeschaut. Dann haben wir eine Korbboot-Tour gemacht. Dann haben wir abends eine Bootstour auf dem Fluss gemacht. Rund um Da Nang waren wir noch in den Marmorbergen. Und natürlich in den Ba Na Hills. Also Ba Na Hills war der größte Posten, aber das ist ja auch eine richtige Unternehmung, um überhaupt dahin zu kommen, also mit dieser Seilbahn zu fahren. Da war auch noch ein Essen mit dabei und für Ba Na Hills alleine haben wir schon 90 € für beide bezahlt, aber alle anderen Sehenswürdigkeiten waren spottbillig, kann man sagen. Also insgesamt haben wir ausgegeben für die Aktivitäten 117,38 €. Jetzt geht's weiter mit den Einkäufen. Damit ist insbesondere der Supermarkt mit gemeint. Da geht's dabei um Snacks, Süßigkeiten, Kosmetika, Duschgel, Shampoo etc. pp. Wir mussten zum Beispiel einmal 2 Regenschirme kaufen, weil es super viel geregnet hat. Solche Dinge eben. Und da kommen wir auf einen Preis von 97,13 €. Kommen wir jetzt zu den Getränken. Also was uns sehr gut gefallen hat in Vietnam, dass es so ist, dass es eigentlich vor jedem Minimarkt oder jedem Supermarkt so kleine Stühlchen gibt, wo man sich hinsetzen kann und ganz gechillt sein Getränk oder was auch immer konsumieren kann. Ansonsten ist Vietnam natürlich auch bekannt für seine vielen Cafés. Das heißt, alle paar Meter steht da irgendein Stand mit sämtlichen Kaffeesorten und kleinen Stühlchen wiederum. Und ja, also es macht halt Spaß, einfach dann mal sich hinzusetzen und sich die Zeit zu vertreiben mit einem guten Kaffee. Und das haben wir dann auch echt oft gemacht.
Und ansonsten waren jetzt Softdrinks hier dabei und Wasser oder mal ein Kokosnusssaft oder ähnliches. Und insgesamt haben wir bezahlt 110,95 €. Jetzt kommt ein großer Posten, und zwar das Essen. Bei uns ist es so, dass wir nicht die allergrößten Fans vom vietnamesischen Essen sind. Das sehen aber andere Leute ganz anders. Also das ist nur unsere eigene Empfindung. Für uns ist das Essen teilweise ein bisschen rau, sage ich mal, das Fleisch ein bisschen speckiger als beispielsweise in Thailand oder sowas. Wo wir waren, in Da Nang, da gibt es auch super viel Seafood. Das heißt, die Leute lieben das. Also die sind alle drüber hergefallen. Aber wir hatten nicht so richtig Lust drauf. Wir haben natürlich vietnamesisches Essen gegessen. Also wir hatten ein cooles Restaurant nebenan mit tollen Suppen und Frühlingsrollen und hast du nicht gesehen. Also auch richtig gut. Haben super viele Banh Mis verdrückt, also faktisch täglich mal mindestens eins so ungefähr. Aber ansonsten haben wir tatsächlich relativ viel ausländisch gegessen. Sprich, wir hatten in Australier in der Straße, es gab einen Inder, wir haben öfter mal Pizza beim Italiener in Anführungsstrichen gegessen oder haben mal über Crabfood Pad Krapao, also thailändisch, bestellt. Daher hat sich das bei uns ziemlich summiert für asiatische Verhältnisse, sage ich mal so. Und bezahlt haben wir insgesamt 433,49 €. Wir kommen jetzt zum letzten Posten, und zwar die Unterkunft. Der Plan war gewesen, dass wir uns ein Apartment in Da Nang holen. Wir hatten dafür schon uns mit einer Maklerin getroffen gehabt zu Anfang, haben uns da ein paar Apartments angeschaut, aber die waren total furchtbar, die waren nicht sauber und sahen gar nicht aus wie auf den Bildern. Und ja, und dann mussten wir umdisponieren. Außerdem war da ausgerechnet das Fireworks Festival, was über 6 Wochen ging. Das heißt, es waren viele Apartments und auch Hotels ausgebucht. Es war also gar nicht so einfach. Und dann haben wir über Booking.com haben wir noch ein freies Hotel gefunden, was super gut bewertet war. Sind dann da hingegangen, konnten einen besseren Deal vereinbaren, also einen besseren Preis. Ja, und da sind wir dann die meiste Zeit geblieben und hatten auch einen Rooftop-Pool und ein Gym und sauber und nette Leute. Und ja, wir hatten eine gute Zeit, war auch nicht weit bis zum Strand. Also alles richtig gemacht. Zwischenzeitlich waren wir auch neu angewiesen für ein paar Tage. Da war aber auch der Übernachtungspreis genau gleich wie in Da Nang, also hat nicht den Preis jetzt verfälscht. Und insgesamt sind wir jetzt bei der Unterkunft bei 532,77 €. So, jetzt kommen wir zu dem Endergebnis, was wir insgesamt in 4 Wochen Da Nang ausgegeben haben. Und zwar sind das 1.408,06 €. Wir haben gut gehaushaltet, wie immer, da bin ich fest von überzeugt. Allerdings ist es so, dass wir definitiv mit einem Apartment günstiger weggekommen wären. Also wir haben auch einen Typen getroffen aus den USA, haben uns länger mit dem unterhalten und er hatte zum Beispiel direkt an der Beachfront ein Apartment, ich glaube für 350 € oder so. Der ist, glaube ich, auch mindestens mal 4 Wochen da gewesen, wahrscheinlich noch etwas länger. Und der hat uns dann erzählt, dass er faktisch richtig Klinkenputzen war. Das heißt, er ist dann mit dem Roller, hat er die ganzen Apartments abgefahren, hat sich da vorgestellt und nach den Preisen gefragt und so weiter. Und ich denke, dass das tatsächlich in Da Nang die beste Variante ist, um ein Apartment zu finden. Wenn ihr es besser wisst oder Tipps dazu habt, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Man lernt ja nie aus. Aber beim nächsten Mal würden wir das wahrscheinlich auch auf diese Art und Weise machen. Wenn man dann nämlich noch eine Küchenzeile hat, dann kann man sich auch Lebensmittel einkaufen und auch mal selbst was kochen, wenn man da ein Problem hat, sage ich mal, auswärts essen zu gehen. Von daher wäre das wahrscheinlich die einzige Sache, wo wir jetzt sparen hätten können. Beziehungsweise dann auch, was sich ja dann auch an dem Essen widerspiegeln würde, ja.
So würden wir es machen, aber im Großen und Ganzen sind wir happy. Wir hatten ein super Hotel, wurde auch jeden Tag dann ja auch gereinigt und so weiter. War auch sehr gut, aber wie gesagt, da wären noch bestimmt 100 Euro oder 150 Euro wären noch drin, die man eventuell hätte sparen können. Aber nichtsdestotrotz war es günstig und alles super. So, noch ein kurzes Fazit von mir. Also Vietnam ist noch ein richtig günstiges Pflaster. Auch im Vergleich zu Thailand kann man da noch ein paar Euros sparen. Alkohol, zum Beispiel Wein, Bier, ist doch um einiges günstiger. Auch Wasser und auch die Kaffees. Man kann am Straßenrand für 50 Cent einen Eiskaffee trinken. Das vietnamesische Essen, das Lokale, ist mit Sicherheit auch günstiger wie das Thai-Food. Also da gibt es stellenweise schon Banh Mis für 30 Cent oder für ein richtig gutes Banh Mi 1 Euro. Oder die lokalen Gerichte fangen oft bei 1 Euro bis 2 Euro an. Und dafür, dass Da Nang so eine touristische Stadt ist, ist es wirklich noch sehr günstig. Also zu zweit kann man es durchaus schaffen, sage ich mal, für 1000 Euro in Vietnam noch im Monat gut zu leben. Ja, denke ich auch. Insbesondere wenn man dann ein günstiges Apartment bekommt, ne? Ja. Oder über mehrere Monate oder so mietet, dann Genau. läuft das. Und das Ja. wird unsere nächste Challenge, würde ich sagen, wenn wir nach Vietnam kommen. Ja. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben oder insbesondere sehr gerne über ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.